Wir müssen reden, und zwar über die neue Balea Beauty Expert Reihe. Ich habe mir auch tatsächlich alle 4 Produkte gekauft und eigentlich wollte ich eine Pause machen, aber habe mir etliche Kommentare, Privatnachrichten und sogar E-Mails geschrieben. Deswegen habe ich mir die Sachen besorgt und ausprobiert. Allerdings werde ich sie heute nicht im Gesicht auftragen, weil ich mit dem ein oder anderen Produkt so meine Probleme hatte und meine Hautbarriere wieder aufbauen muss. Und ich muss halt was dazu sagen, weil ich teilweise das Marketing ein bisschen fragwürdig finde. Ich meine, es ist schön und gut, dass die Produkte alle ohne deklarationspflichtige Duftstoffe und anderweitige Parfümierung auskommen, aber ich habe so das Gefühl, dass wir uns in eine Richtung des Marketings bewegen, die noch ein bisschen schwieriger ist für die Kundschaft einzuschätzen. Denn bei diesen Produkten wird ja teilweise sehr transparent mit irgendwelchen Konzentrationen geworben, aber auch mit gewissen Effekten. Allerdings ist es natürlich auch wichtig zu wissen, ob das entsprechende Active überhaupt in dem Produkt enthalten ist. Da werde ich dann auch bei einem bestimmten Produkt explizit drauf eingehen und ob die beworbene Konzentration überhaupt zu der entsprechenden Wirkung führen kann. Das heißt, diese ganzen Zahlen, die ihr auf den Produkten drauf findet, die mögen eventuell transparent wirken, aber wenn man als Kundschaft einfach auch keine Ahnung in Bezug auf die Rohstoffe hat und in welchen Konzentrationen sie was bewirken sollen, dann ist das nicht sonderlich hilfreich und es kann eben sein, dass man da so ein bisschen drauf reinfällt und ja, wie eine Placebo-Wirkung erreicht oder eben eine Wirkung durch andere Produkte, die man in seiner Routine hat, die aber mit den Produkten von Balea überhaupt nichts zu tun haben. Und deswegen finde ich diese Linie ein kleines bisschen schwierig, aber da werde ich jetzt einfach bei den einzelnen Produkten so ein bisschen drauf eingehen. Starten wir doch mal mit dem Beauty Expert Peeling Cleanser und hier wird mit 0,8% AHA und 3% PHA geworben und es steht auch drauf, leicht schäumendes chemisches Peeling. Das heißt, es impliziert, dass dieses Produkt peelend wirken kann. Und die 0,8% AHA beziehen sich höchstwahrscheinlich auf die enthaltene Milchsäure, die jedoch in dieser Konzentration nicht wirklich peelend wirken kann. Und auch das Gluconolacton, also die PHA, wird in dieser Konzentration nicht peelend wirken. Ich habe mal recherchiert und auch bei etlichen Rohstofflieferanten gesehen, dass Gluconolacton erst ab einer Konzentration von 7% in einem Produkt peelend wirken kann. Alles, was so ein bisschen darunter ist eher feuchtigkeitsbindend und Gluconolacton hat auch noch unter anderem viele andere tolle Eigenschaften, weshalb man es eben in Produkten verwenden kann. Allerdings wird es in dieser Konzentration und vor allem in diesem Reinigungsprodukt, was man ja auch bedenken muss, Reinigungsprodukte müssen ja dann auch dementsprechend formuliert sein, damit die enthaltenen Actives auch auf der Haut wirken können. Und wenn hier schon von vornherein die Konzentration des Gluconolactons nicht stimmt, dann wird das mit dem Peeling-Effekt so ein bisschen schwierig. Deshalb würde ich persönlich bei diesem Cleanser nicht von einem peelenden Effekt ausgehen. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie hoch der pH-Wert ist. Ich habe ihn noch nicht getestet. Ich glaube, ich mache das mal ganz fix und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe den Cleanser jetzt mal mit einem ganz kleinen bisschen Wasser vermengt und meinen pH-Teststreifen reingesteckt. Und dann schaue ich gerade mal ganz kurz, wie das Ganze aussieht. Ja, so liegt zwischen 4 und 4,5. Könnte gerade so okay sein für das Gluconolacton, wobei unter 4 natürlich deutlich besser wäre. Allerdings ist hier, wie gesagt, die Konzentration nicht entsprechend eingestellt, dass dieses Produkt peelend wirken kann. Selbstverständlich habe ich den Cleanser auch ausprobiert. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich kein großer Fan davon bin, weil mir die Textur nicht gefällt. Mir gefällt die Reinigungsleistung nicht, die hier recht gering ausfällt. Also der ist eher für morgens geeignet und auch nur dann, wenn man jetzt nicht zu viel reichhaltige Hautpflege drauf hat. Also ich zumindest habe da so meine Probleme mit gehabt. Make-up kriegt er überhaupt nicht ab. Da muss ich dann definitiv Double oder sogar Triple Cleansing machen. Und ja, mir gefällt halt auch das Hautgefühl nach der Reinigung nicht. Aber der Cleanser ist durchaus mild formuliert, enthält keine deklarationspflichtigen Duftstoffe. Also falls ihr Duftstoffallergiker oder Allergikerin seid, dann könnt ihr euch den Cleanser auf jeden Fall mal anschauen. Mein persönliches Sorgenkind ist ja dieses Balea BHA Liquid mit 2% Salicylsäure. Salicylsäure hat durchaus einige Vorteile für die Haut. Sie kann entzündungshemmend wirken, sie kann auch peelend wirken, sie kann hilfreich
bei Rötungen sein. Allerdings muss ich sagen, dass ich bisher mit keinem einzigen Salicylsäureprodukt solche Probleme hatte. Ich konnte das 3-mal benutzen und dann hat sich meine Hautbarriere verabschiedet. Deswegen nehme ich jetzt erstmal Abstand von den Sachen, die ich hier so ausprobiere und gehe zurück zu meinen alten Favoriten, bei denen ich eben auch weiß, dass sie meine Hautbarriere wieder aufbauen können. Und hier ist irgendwie das Besondere, dass ganz weit vorne in der Inhaltsstoffliste PDO steht und das sieht man meiner Meinung nach auch relativ selten. Und das ist so ein Stoff, der natürlich nicht nur dazu beitragen kann, dass man weniger Konservierung benötigt in einem Produkt, aber der eben auch dafür sorgt, dass Actives, also zum Beispiel die Salicylsäure, besser in die Haut eindringen können. Und ich vermute mal, dass es unter anderem daran liegt, dass ich so auf dieses Produkt reagiert habe, weil ich bisher mit keinem anderen Salicylsäureprodukt solche Probleme hatte. Also falls ihr eine empfindliche Haut habt, oder falls ihr gerade erst mit eurer Skincare-Reise anfangt, dann ist das eventuell nicht so euer Produkt. Interessanterweise liegt bei diesem Liquid der pH-Wert auch zwischen 4 und 4,5. Allerdings ist es eben ein Leave-On-Produkt, also eins, was auf der Haut bleibt. Und die meisten von uns sind das natürlich nicht so gewöhnt, also vor allem, wenn man gerade erst mit Skincare anfängt. Deshalb würde ich euch definitiv empfehlen, dieses PHA-Liquid nach und nach in eure Routine zu integrieren und zu schauen, wie ihr damit zurechtkommt. Und dann könnt ihr es ja immer noch steigern, wenn ihr merkt, oh, ich komme super, super gut damit klar und das reizt meine Haut nicht. Ich persönlich werde erstmal Abstand davon nehmen, weil ich so meine Probleme damit hatte. Und was mir auch nicht so gut gefällt, ist die Konsistenz und auch das Hautgefühl des Produkts. Wobei die Konsistenz ist recht schön, also die ist so ein bisschen dicklicher, wahrscheinlich eben auch wegen des hohen Anteils an PDO da drinne. Aber es fühlt sich schon etwas schmierig auf der Haut an und auch so ein bisschen schwer. Ich habe auch schon gehört, dass Leute, die eine sehr ölige Haut haben, dieses BHA-Liquid nicht so sehr feiern. Bevor ich zum nächsten Produkt übergehe, möchte ich natürlich noch kurz anmerken, dass wenn ihr dieses Peeling verwendet, dass ihr bitte auch auf UV-Schutz in Form von Sonnencreme achtet, denn das Peeling kann natürlich auch die Hornschicht dünner machen und deshalb ist es auch wichtig, die Haut zu schützen. Aber das ist natürlich auch ganz unabhängig davon, ob es sich dabei um ein Säurepeeling oder ein mechanisches Peeling handelt. Kommen wir jetzt zur Beauty Expert Nachtcreme und hier stört mich ja vor allem das Marketing, denn wenn wir uns diese Verpackung angucken, dann steht hier nämlich 0,3% Retinol, Sternchen und 2% Bakuchiol drauf. Erstmal was zum Bakuchiol, das ist einer meiner liebsten Inhaltsstoffe, wirklich gut verträglich, kann hilfreich bei Entzündungen sein, kann hilfreich bei Hyperpigmentierung sein. Und ist, wie gesagt, auch für Menschen mit empfindlicher Haut richtig gut geeignet. Aber hinter dem 0,3% Retinol ist, wie gesagt, ein Sternchen, welches hier hinten nochmal ganz knapp erklärt wird. Und zwar steht hier, eingesetztes Retinolderivat entspricht 0,3% Retinol. Und bei dem eingesetzten Retinolderivat handelt es sich um Retinylpalmitat, welches zu den ineffektivsten Retinolderivaten gehört. Es wird hauptsächlich verwendet, um Produkte zu stabilisieren. Es kann aber auch antioxidative Eigenschaften haben. Allerdings ist es kein Retinol, denn Retinol ist ein komplett anderer Stoff. Deshalb finde ich es durchaus schwierig, dass man hier drauf schreibt, dass ein Stoff, der ein komplett anderer Stoff zu Retinol ist, diesem mit einer 0,3%igen Konzentration entspricht. Also ich hoffe, ihr könnt mir folgen, aber das ist doch Quatsch. Du kannst ja nicht sagen, dieser Stoff, der chemisch gesehen komplett anderer Stoff ist, entspricht einem anderen Stoff. Wisst ihr, wie ich meine? Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn und ist nicht sonderlich kundenfreundlich. Und das meine ich damit, mit dieser Transparenz, die eigentlich nicht transparent ist, weil die meisten Kunden ja auch mit dem Begriff Retinolderivat nichts anfangen können, aber auch die Leute, die in der Drogerie arbeiten und die Kundschaft beraten müssen, denen werden hiermit wirklich Steine in den Weg gelegt. Ja, und wenn man dann halt anfängt, das der Kundschaft zu erklären, wird so ein bisschen happig und ich hätte es wirklich besser gefunden, wenn man entweder tatsächlich Retinol reingetan hätte, egal in welcher Konzentration, es hätte ja auch eine sehr niedrige Konzentration gereicht, dann wäre das ja immer noch korrekt, hier drauf zu schreiben, dass Retinol drin ist, aber es ist ja kein Retinol enthalten, es ist ja Retinylpalmitat in diesem Produkt
Produkt drinne. Oder man lässt es halt weg und wirbt nur mit den 2% Bakuchiol, was ja auch ein richtig, richtig cooler Inhaltsstoff ist. Mal von dem Marketing abgesehen, muss ich dazu sagen, dass ich auch so kein großer Fan von dieser Creme bin, weil sie mir persönlich einfach nicht zusagt, was die Pflegeeigenschaften und das Hautgefühl angeht. Wenn ich sie auftrage, fühlt sie sich wahnsinnig fettig an und dieser Ölfilm verbleibt auch so auf der Haut. Allerdings habe ich eben auch das Gefühl, dass sie meiner Haut nicht genug Feuchtigkeit zuführt. Es fühlt sich so ein bisschen an, als würde ich ein pures Öl auf meiner Haut auftragen. Deshalb muss ich da immer sehr darauf achten, dass ich, bevor ich diese Nachtcreme verwende, meiner Haut ordentlich Feuchtigkeit zuführe. Ansonsten ist das wahnsinnig unangenehm. Deshalb glaube ich auch, dass diese Nachtcreme für Menschen mit öliger Haut eher ungeeignet ist. Und zum Schluss habe ich hier noch das Balea Beauty Expert Body Creme Gel mit 5% Niacinamid. Und ich muss euch echt sagen, dass ich mich riesig darüber freue, dass hier 5% Niacinamid enthalten ist. Denn Niacinamid ist bis zu dieser Konzentration recht gut erforscht. Es kann barrierestärkend sein, es kann feuchtigkeitsbindend sein, es kann hilfreich bei Rötungen sein und es kann entzündungshemmend sein. Und das Ganze ist eben bis 5% relativ gut erforscht. Alles, was darüber hinausgeht, kann natürlich unter Umständen die Haut reizen. Deshalb würde ich mir mehr Gesichtspflegeprodukte in der Drogerie mit 5% Niacinamid wünschen. Und das ist auch ein Grund, warum ich dieses Bodycreme-Gel auch im Gesicht ausprobiert habe. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich es nicht sonderlich mochte, weil es so einen sehr spürbaren Film auf der Haut hinterlässt und sich dadurch auch Produkte, die man darüber auftragen will, ein bisschen komisch verhalten. Auch am Körper mochte ich es nicht ganz so gern, weil es einfach recht zäh ist und diesen Film auf der Haut hinterlässt. Aber wenn euch das alles nicht stört, dann könnt ihr euch dieses Bodycreme-Gel auf jeden Fall mal anschauen. Abschließend muss ich sagen, dass mir leider keines der Produkte so 100%ig zugesagt hat und ich würde mir auch tatsächlich keines der Produkte nochmal nachkaufen. Aber ich finde es dennoch großartig, dass wir uns in der Drogerie immer weiter Richtung parfümfreie und unbeduftete Skincare bewegen, weil ja einfach auch viele Menschen dadurch ausgeschlossen werden, wenn Produkte immer parfümiert sind oder halt deklarationspflichtige Duftstoffe enthalten. Und in der Theorie klingen diese Produkte auch großartig, aber in der Praxis funktionieren sie für mich persönlich einfach nicht. Ich habe hier so viele Skincare-Produkte getestet. Ich weiß, welche Texturen ich mag. Ich weiß, worauf meine Haut abfährt und kann sie mittlerweile richtig, richtig gut einschätzen. Und diese Produkte gehören da einfach nicht dazu.